Mich macht Mantic Games gerade ein bisschen verrückt mit Kings of War und vielleicht geht es dir ja genauso. Servus zusammen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte heute mal allgemein um das Thema Kings of War 2023 sprechen, denn mich macht das Ganze, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen verrückt, denn es erscheinen so viele Sachen, dass ich überhaupt nicht mehr so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Wer meinen Kanal jetzt schon ein bisschen verfolgt, weiß, ich bin ein Fan der Northern Alliance, habe damals 2019/20 mit Kings of War in der dritten Edition angefangen, eben genau mit dieser Zwei-Spieler-Starterbox, wo Northern Alliance und Nightstalker enthalten waren und dementsprechend auch die Northern Alliance für mich auserkoren als Armee und da immer ein bisschen aufgebaut. Soweit, so gut. Und jetzt 2023 komme ich da aber ein bisschen so ein Troubles kommt mir vor, denn jetzt haben wir für dieses Jahr ja doch schon einige Ankündigungen bekommen und Informationen mehr oder weniger, die wir wissen. Aktuell waren es ja die neuen Nightstalker Modelle, die aus Kunststoff jetzt erscheinen mit verschiedenen Änderungen. Mir hat Nightstalkers als zweite Armee schon immer zugesagt, habe ich schon immer überlegt, aber nie die Zeit gefunden gehabt, auch die mal aufzubauen, weil ja auch bei der Northern Alliance länger nichts passiert ist. Und jetzt eben diese neuen Kunststoffbausätze zusammen auch mit geänderten Regeln, mit ein paar Dingen, die sich geändert haben. Aber auf alle Fälle, wir haben jetzt neue Kunststoffbausätze, neue Miniaturen für die Nightstalker und die sehen halt verdammt gut aus. Und auch das Ganze, was man hier ideenmäßig reingebracht hatte, sei es, dass man eben hergegangen ist und gesagt hat, die Spectres geben wir komplett aus der Armeeliste raus, denn die spielt eigentlich so gut wie niemand, weil man auch häufig hört, die finden irgendwie nicht so richtig den Platz. Und da hat eben Mantic reagiert und jetzt hat die Doppelgänger daraus gemacht. Auch etwas, was ich ohnehin schon immer als Gedanken hatte, das so zu machen, weil einfach die Optik der Figuren dafür sehr gut passt und immer gepasst hat, meiner Meinung nach. Und damit verbunden mit diesen neuen Figuren und diesen Änderungen ist das Thema Nightstalker-Armee aufzubauen jetzt bei mir immer stärker gekommen. Zusammen eben auch mit den Möglichkeiten, die man jetzt bei den Butchern bekommen hat, dass man sowohl normal die Butcher spielen kann, wie man sie kennt, aber eben auch nun eine Fernkampfvariante hat, welche wiederum im neuen Kunststoffbausatz auch abgebildet ist, sodass man auch die Möglichkeit hat, diesen Truppentyp zu bauen, wenn man das möchte. Und abgeschlossen wird dieses Nightstalker-Thema dann bei mir wieder durch das, was ich in letzter Zeit mal gesagt habe, eben diese Warhammer 40k-Box zu nehmen und den Tyrannidenanteil daraus für die Nightstalker zu verwenden. Ich habe da damals auch ein bisschen gesagt, welche Modelle und wieso, dass das Ganze auch eine ganz schöne Kombination ergeben dürfte mit den Originalfiguren von Mantic. Und auf dem bleibe ich noch immer. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine gute Kombination, die auch wahrscheinlich optisch einiges hergibt auf dem Spieltisch. Für jeden, den dieses Thema interessiert, ich packe euch das Video dazu bzw. den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze doch mal nachschauen. Auf alle Fälle ist dieses Thema mit dieser Leviathan-Box noch immer aktuell. Ich hatte damals, als hier vor 2 Wochen oder so die Vorbestellungen losgegangen sind, das Glück eigentlich zufällig so ungefähr tatsächlich eine halbe Stunde, also so um 10:30 Uhr herum, durch mehr oder weniger einen Zufall hier bei einem Händler in Österreich die Boxen bereits gelistet gesehen zu haben und das zu einem verdammt guten Preis. Also für die, die es nicht wissen, diese neue Leviathan-Box ist eben die 10. Editionsbox für den Einstieg, beziehungsweise nicht für den Einstieg, so eine Art Welcome-Box oder wie man es auch immer nennen möchte. Die ist wie immer halt limitiert, aber darum soll es hier nicht gehen.
Fakt ist, ich habe die Box zufällig gesehen, dass sie bereits gelistet ist, zu einem guten Preis, weil ursprünglich 200 € wollte man dafür haben, was auch immer sehr, sehr gut ist und natürlich dementsprechende Händlerrabatt drauf. Und da habe ich dann zugeschlagen und gesagt, okay, weißt du was, ich gebe das Geld jetzt aus. Wenn ich die Box vorbestellen konnte und ich bekomme sie tatsächlich, umso besser, wenn es heißt, eine E-Mail, tut mir leid, wir können es nicht schicken, weil wir nicht so viele Boxen von Games Workshop bekommen, dann ja, was soll's, weg damit. Aber ich habe es mir dann gegönnt, weil ich auch gesagt habe, das, was ich von der 10. Edition jetzt gehört habe und bisher so gelesen habe, interessiert mich dann doch wieder ein bisschen. Ich gebe dem Ganzen auch in diese Richtung vielleicht eine Chance, zumindest soweit das Ganze mal mir anzusehen. Und daher hat das Gesamtpaket gepasst. Und das heißt jetzt aber für mich auch, dieser Plan, die Nightstalker aufzubauen, ist jetzt natürlich wieder gewachsen. Denn jetzt habe ich, wenn diese Box kommen sollte, einerseits diese Tyranidenmodelle, die ich eben wie gesagt verwenden wollte für die Nightstalker, rein von der Optik her. Jetzt hätte ich dann die Figuren und darauf kommt natürlich, dass ich von der alten Zweispieler Starterbox für Kings of War 3. Edition natürlich die Nightstalker Modelle, die alten Originalen noch immer habe. Und dort kommt dann schon ein bisschen was zusammen, dass man eine kleine Kings of War Armee Nightstalker aufbauen könnte. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich hier machen werde. Und dann mal schauen, natürlich mit den neuen Kunststoffbausätzen, die mir wie gesagt sehr gut gefallen, das Ganze dann später erweitere und so dann die Armee vergrößern werde. So mal der grundsätzliche Plan. So schön, so gut. Ich habe meine Northern Alliance, die ist aktuell auf 1500 Punkte fertig aufgebaut und bemalt. Da kann man spielen. Ich habe bereits weitergemacht, um auch 2300 Punkte stellen zu können. Da fehlt jetzt noch die Bemalung. Und da passt es jetzt einfach auch rein, als nächstes die Nightstalker anzugehen. So weit, so gut. Ist eigentlich ja hobbytechnisch kein Problem, zeitlich nicht unbedingt ein Problem als Hobbyist, wenn man da immer kleinweise etwas macht. Aber, und da geht es jetzt natürlich weiter, nicht nur, dass jetzt diese neuen Nightstalker Modelle erschienen sind, sondern jetzt kommen natürlich auch neue Northern Alliance Sachen. Dinge wie zum Beispiel diese neue fliegende Einheit, diese Zwerge auf den Raben, eine sehr, sehr coole Einheit, sehr schöne Modelle, das gefällt mir extrem gut. Und als Fanboy der Northern Alliance auch das Thema muss ich irgendwie unbedingt haben. Andererseits, ich habe jetzt keine Armeeliste dafür. Ich habe eigentlich meine Armeeliste gestellt für 1500 und 2000 und 2300 Punkte und dort kommt diese Einheit natürlich nicht vor, weil es die bisher nicht gegeben hat. Jetzt habe ich da schon ein bisschen das Problem. Einerseits habe ich Northern Alliance, andererseits möchte ich jetzt die Nightstalker beginnen, aber jetzt kommt eben diese neue Einheit dazu für die Northern Alliance. Da fängt schon mal an, sich das wieder zu holen und dann die Zeit zu finden, das auch zusammenzubauen, zu bemalen und auf den Spieltisch zu bringen. Dazu kommen natürlich noch weitere Dinge wie ein Kunststoffbausatz für die Elfeneinheiten. Ich glaube, man kann daraus die Icekin Hunter und die Berserker bauen, also die 11 Berserker. Ich glaube, diese beiden Einheiten, Beschuss und Nahkampf. Die Modelle selbst gefallen mir sehr gut, also der Kunststoffbausatz, was eben präsentiert worden ist von Mantic in ihrem Video. Aber da werde ich mal die Finger weg davon lassen, weil, wie gesagt, ist jetzt nicht in meiner Armeeliste drinnen. Vielleicht ändert sich das Ganze, aber dort muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mehrere Boxen der Mega-Streit macht, Northern Alliance. Dort sind auch dort sind auch Figuren enthalten für die Icekin Hunter, glaube ich, und auch für die Berserker, für beides, aber eben aus Resin, noch die alten Figuren. Daher, die brauche ich nicht unbedingt. Da wird sich zeigen, ob ich mir die dann wirklich holen würde. Vielleicht mal als Unboxing interessant, falls euch das interessiert. Aber sonst, da weiß ich noch nicht so ganz. Aber eben insgesamt auch hier dann wieder das Problem, die Zeit finden in Verbindung mit der Nightstalker Armee, auch hier diese neuen Sachen zusammenzubauen und zu bemalen. Also da struggle ich jetzt ein bisschen,
was soll ich mir jetzt wirklich holen, wie soll ich es angehen. Einfach weil auch nicht die Zeit dafür da ist, alles so schnell fertigzustellen oder überhaupt zu beginnen. Wir sind jetzt 10 Minuten im Video und wir sind aber noch nicht ganz fertig mit diesem Thema, denn es geht 2023 hier noch weiter, denn für Herbst oder Winter wurde, ich glaube im Dezember sollen sie erscheinen, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, korrigiert es mich da bitte in den Kommentaren, wenn es jemand wissen sollte jetzt aktuell, ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube im Dezember sollen auch die neuen Twilight Kin, also die Dunkelelfen erscheinen, die neue Figurenrange, die ja vor einigen Jahren ihre Figurenrange eingestellt bekommen haben von Mantic, mit eben der Absicht hier etwas Eigenständiges zu machen, etwas Neues, was ich sehr begrüße. Und da wurden ja vor ein paar Monaten, glaube ich, oder Wochen, aber es ist, glaube ich, schon ein paar Monate hier, die ersten Sachen vorgestellt und gezeigt in Form eben von Artworks und von, glaube ich, Renderbildern gab es auch schon, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und auch dieser ganze Style, der hier aufgezogen wurde, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt wieder der dritte Punkt. Das ist jetzt schon die dritte Armee. Northern Alliance, Nightstalker und jetzt diese Twilight Kin, die mich persönlich interessieren und alles in 2023. Weil als ich damals mich das erste Mal so ein bisschen mit Kings of War beschäftigt hatte, war gar nicht so das Thema Northern Alliance im direkten Blickpunkt bei mir, sondern eher am Anfang die Twilight Kin, weil eben Dunkelelfen kannte ich von eben Warhammer Fantasy, war eine Armee, die ich irgendwann mal vor 10 Jahren oder so angefangen hatte zu sammeln, aber nie wirklich fertiggestellt hatte und dementsprechend noch nie den Spieltisch gesehen hat. Da hatte ich auch noch die ein oder andere Einheit zu Hause, beziehungsweise auch noch Sachen, die überhaupt nicht gebaut waren. Und so kam natürlich dann damals der Gedanke, okay, wenn ich Kings of War anfangen sollte, dann mit diesem Twilight Kin. Dazu kamen eben noch die Figuren, die es von Mantic selbst gegeben hat, die mir persönlich ganz gut gefallen haben, mit so ein paar Unterschieden zu den Dunkelelfen von Fantasy, wo ich gesagt habe, okay, ist jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch, für mich vom Gefühl her, aber dann doch irgendwie okay und passt alles zusammen, auch wenn es nicht so ganz passen würde, die Einheiten zu mischen vielleicht, aber man kann es ja für den Anfang machen und dann später austauschen gegen die Figurenrange vollständig von Mantic. Problem damals natürlich, das war kurz bevor diese Figurenrange dann eingestellt worden ist, man hat oder ich habe dann damals eigentlich nichts mehr davon bekommen. Als es die Figuren noch gegeben hat, habe ich es ausgelassen, sie mir zu kaufen, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt gerade der Start für mich und da will ich kleiner anfangen und nicht zu viel investieren an Geld in eine komplette Armee von einem Spielsystem, das ich noch überhaupt nie gespielt habe. Also habe ich es ausgelassen und als dann schließlich der Einstiegspunkt gekommen ist mit der damaligen 2-Spieler Starterbox, die am Anfang erschienen ist für die dritte Edition, waren dann irgendwann die Twilight Kin als Figurenrange weg, auch komplett weg bei Mantic. Und dementsprechend bin ich dann nie mehr dran gekommen an diese Figuren und dementsprechend daran, eben diese Armee aufzubauen. Und nun, für Ende des Jahres, ist auch diese Armee auf dem Weg für Kings of War. Also für mich alles in allem zusammengebündelt ein extrem cooles Jahr für 2023, was Kings of War betrifft, aber eben alles auf einmal im selben Jahr. Und das ist jetzt ein bisschen eben das Problem, wo ich ein bisschen struggle damit jetzt, weil natürlich ganz klar ist, ich kann nicht alles auf einmal aufbauen. Und jetzt überlege ich ein bisschen, soll ich die Nightstalker mir jetzt da doch kaufen oder soll ich jetzt erstmal diese Leviathan-Box beiseite legen, wenn ich sie dann haben sollte und die Tyranniden für später bereitlegen für die Nightstalker und erstmal warten bis Ende des Jahres und mich erstmal auf Northern Alliance konzentrieren für den Rest 2023 und dann gegen Ende des Jahres mit den Twilight Kin erst meine zweite Armee anzufangen. Mich würde auf alle Fälle hier jetzt interessieren, wie es euch dabei geht. Wie findet ihr diese Figurenranges natürlich allgemein? Die Northern Alliance, die eh schon länger heraus ist, die jetzt eben Erweiterungen bekommt und Ergänzungen.
Dann die Änderungen generell bei den Nightstalkern zusammen mit der neuen Kunststofffiguren-Range, die bereits erschienen ist. Und natürlich auch alles, was wir aktuell an Informationen haben und wissen über die neuen Twilight Kin. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde mich jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen darauf konzentrieren, noch eine Alliance weiterzumachen, denn für die aktuellen 1500 Punkte fehlen mir noch 2 Reiter. Für meine Frostfeind-Kavallerie, da ist alles soweit fertig, aber die beiden Reiter eben noch nicht. Und dann kann ich weitermachen, so zumindest der Plan, auf die 2000 und 2500 Punkte, beziehungsweise 2300 Punkte. Ich denke, das ist mal ein guter Einstieg für die nächste Zeit und dann mal schauen, wie es weitergeht.